Hallo, ich bin Rena und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing. Und was soll ich sagen? Ich bin schon wieder schwach geworden und habe bei Tini Schnickschnack bestellt. Einige von euch kennen den Shop vielleicht schon. Sie ist auch eine große YouTuberin und beziehungsweise TikTokerin, da hat sie, glaube ich, über 700.000 Follower. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe bei ihr auch schon Ostersachen gekauft, so Osteranhänger, Schlüsselanhänger, Osterschlüsselanhänger so rum. Und so ein Osterkranz, der beleuchtet ist. Das schreibe ich euch noch mal verlinke ich euch nochmal in die Videobeschreibung. Und dann hatte sie neulich, das ist aber auch schon, glaube ich, 2 Wochen her oder 2,5 Wochen her, da hatte sie so ein Angebot mit 20% und da habe ich dann hier zugeschlagen. Inzwischen seht ihr dieses Bild wahrscheinlich noch öfter irgendwo kursieren auf TikTok oder Insta oder auch hier auf YouTube, weil sie das jetzt rausgehauen hat für ein super Schnäppchen. Ja, so ist das dann halt, ne? Wenn man, ja, naja, ich habe ja auch ein bisschen gespart, aber ja, im Moment, ich weiß gar nicht, ob es jetzt immer noch für ein Schnäppchen für 29,90 € im Angebot ist, weiß ich nicht. Ihr habt es im Thumbnail schon gesehen, es geht um ein richtig tolles Frühlingsbild. Das seht ihr schon mal hier. Da. Nicht wundern, ich habe diesen Umkarton, den habe ich schon weggetan sozusagen. Insofern, aber den Rest habe ich so gelassen. Und ich habe mir noch Steine dazu bestellt. Und zwar die 5200 Nachtleuchtend. Das hier sind, glaube ich, 10 Gramm. Genau, sind eckige Steine. Und ich weiß auch schon, wo ich die einsetzen werde. Aber lasst euch mal überraschen. Ich liebe nachtleuchtende Steine. Ich weiß auch nicht warum, aber ja, also die mussten auch mit. Dann legt sie immer ihren Flyer mit rein. Kennt ihr vielleicht auch schon aus ihren Einpackvideos. Hier ist auch nochmal ein Geschenkcode drauf. Wenn du ab 50 € bestellst, dann kannst du den Geschenkcode einlösen. Allerdings hat sie, glaube ich, jetzt aktuell heute diesen Code nicht mehr aktiv, weil sie diese Geschenke halt hat. So, deswegen gibt es da wohl keine im Moment dazu. So, dann wollen wir uns mal diesem schönen Bild hier widmen. Muss ich das erstmal hier irgendwie rauskriegen. So. Auf. Ist noch eine Folie drin. So, und wenn ich mir das so schon mal angucke, hier kommt das Toolkit raus. Wir haben hier, was ja auch süß, ein rosa Schälchen. Das habe ich noch gar nicht. Ich habe das immer nur in weiß. So, ein rosa Toolkit. So, hier haben wir erstmal das Döschen mit Wachs. Wir haben drin drei Wachsplättchen. Blau. Auch süß. Eine Pinzette. Auch schön spitz. Die geht auch leicht. Okay. Die geht tatsächlich, habe ich das Gefühl, ein bisschen leichter als die von Diamond Art Club. So, dann haben wir hier ein Glitzerstift. Man sieht das ein bisschen schlecht, aber der glitzert. Hier oben haben wir einen Dreieraufsatz. Ein Eineraufsatz, klar. Und das hier ist, glaube ich, ein Neuner. Okay. Und halt das rosa Schiffchen. Ach, das ist ja knuddelig. Ist auch so ein Schiffchen, wo das hier ein bisschen erhöht ist hier an den Kanten. Das heißt, wenn es dann mal auf der Klebefläche steht, dann klebt das nicht unbedingt komplett fest, sondern immer nur hier so der Rand. Das finde ich ganz angenehm, weil mir ist es tatsächlich auch schon passiert. Dann hatte ich das auf der Klebefläche.
Okay, und dann packen wir das mal eben hier da rein. Schönes Toolkit, finde ich. Kann man ja auch immer gleich losstarten, ohne irgendwelche Extrastifte zu haben oder irgendwelche Specials. So, und jetzt kommen wir zum Bild. Zum Bild. Ich freue mich so. Weil der Frühling ist nämlich da, wie ihr ja schon wisst. So, wir haben hier, sehen wir hier schon, 54 Farben. Davon sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow! 15 AB-Farben. Das nenne ich mal eine Menge für ein Bild von 54 Farben und sie kennzeichnet, also das sind die DMC-Codes hier und dann schreibt sie einfach da dann AB dahinter und wie man sieht, die Symbole und Buchstaben sind sehr klar und deutlich und auch mit Farben hinterlegt. Das finde ich auch immer ganz praktisch, dann weiß man ungefähr. So, jetzt muss das einmal so ausrollen. Das nenne ich auch mal eine. So, wir haben hier eine Größe von, einmal hinlegen, mal gucken, dass ich euch ein bisschen weiter rausnehme. Geht gar nicht, warte. Ein bisschen höher fahren. So. Hier ist ein bisschen die, hier ist die Folie umgeknickt, hier in den Seiten. Ja, halb so wild, ne? So, wir haben hier noch ein bisschen höher gehen. Das ist eine Größe von 50 mal 50 ist das eigentlich. Muss ich mal eben mein Messdings holen. So, jetzt habe ich mir eben ein Messband geholt. Ja, knappe 50 mal 50. 1 Millimeter weniger oder was? Mein Gott. Also, wie gesagt, die Bildfläche ist 50 mal 50. Insofern, ich finde die Größe auch richtig, richtig schön. Passt allerdings, fällt mir jetzt gerade auf, gar nicht in meine Mappe. Ja, so what, ne? Mappen kann man ja auch nicht genug haben, aber das Format der Mappe ist eigentlich 40 mal 50, glaube ich, habe ich. Ja gut, was bestelle ich auch so ein komisches Format? Beziehungsweise muss mir eine andere Mappe bestellen, tatsächlich. Oder kaufen. Ja. So, wir haben 2 Legenden tatsächlich. Auf jeder Seite eine. Hier einmal und hier einmal. Das heißt, man kann sich auch locker... Genau, was wir nicht haben, das fällt mir jetzt auch auf. Wir haben keine Papierlegende oder wir haben keine Sticker. Das heißt, wir können dann eine Seite entweder abschneiden, wobei ich auch finde, dass es hier extrem dicht. Also ich finde tatsächlich, dass es hier extrem dicht an der Leinwand aufgedruckt wurde. Da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen gewünscht, dass es ein bisschen weiter weg von dem Stein, ne? Weil hier haben wir ja, wenn ich jetzt hier an der Nummer entlang schneiden würde, dann schneide ich ja fast in die Leinwand rein. Seht ihr das? Und das finde ich tatsächlich ein bisschen knapp. Aber ich kann ja ein bisschen dichter an der 5 lang schneiden, dann habe ich da schon wieder ein bisschen... Das finde ich tatsächlich ein bisschen eng, zumal hier an der Seite ja genügend Platz ist, ne? Also man hätte das ja ein Stück nach rechts drucken können. Ja, das heißt, abschneiden und dann entweder selber so einen Sticker herstellen, wobei die Leinwand sehr dick ist, also die Aufkleber werden dann sehr dick. Ja, oder halt abschreiben, ne? Abmalen, wie auch immer. Genau, hier unten hat Tini nochmal ihre Social Media alle drauf. Diamond Painting ist nicht nur ein Hobby, es ist die Liebe zur Herausforderung. Ja, in diesem Fall wohl auch, weil, wie wir hier unten schon sehen, wir haben ziemlich viel Konfetti. Konfetti ist, wenn die Farben sich in kürzeren Abständen abwechseln. Hier unten auch mit dem Grün. Verschiedene Grüntöne. Sehr abwechslungsreich. Und ich finde es wirklich ein super Frühlingsmotiv. Hier so mit dem Wassertropfen und den Schmetterling,
der da sitzt. Finde ich sehr, sehr schön. Hier ein paar Blumen, Gänseblümchen. Hier gehen die Knospen gerade so auf und alles im Grün. Also das finde ich super schön und der Druck ist auch sehr klar und deutlich. Kann man sogar ohne Lightpad, selbst für mich als Brillenträgerin. Wenn das Licht so schön ist wie jetzt gerade, ich arbeite auch ein bisschen mit Tageslicht, dann ist es wirklich sehr hell und man kann alles sehen. Ja, was haben wir für Steinchen? Da gehen wir jetzt mal zu. Nehme ich euch jetzt noch mal ein bisschen tiefer, damit ich das besser sehen kann. Selber auch, was ich euch zeige. Oder ob ich an der Kamera vorbei zeige. So, das haben wir hier. Und hier funkelt das schon so richtig. Ich komme gleich wieder. Ich packe einfach nur mal die Tüte aus. So, da bin ich wieder. Das ganze Geraschel ist vorbei. So, und wenn wir das hier jetzt schon mal sehen, ihr seht das hier. Das hier sind schon die AB-Farben. Hier. Ein bisschen rot. Es sind eckige Steine, genau, wir haben eckige Steine hier. Und genau, hier grün haben wir natürlich eine Menge, ist klar. Wir haben ja auch viel Grün auf dem Bild. Dunkleres Grün und das sind halt schon hier ganz viele AB-Steine, genau. Die AB-Farben kommen hier zuerst. Grün, ich bin gespannt, wie das nachher aussieht, weil wir haben ja dunkelgrün, haben wir überall drin, so hier am Außen, hier unten nochmal haben wir auch grün, blau haben wir hier auch viel. Gucken wir mal eben. Genau, das ist das Flugzeug, nenne ich das mal, oder Fischgräte hier. Das haben wir hier. Haben wir hier unten viel. Und auch dieses hellere Blau haben wir hier unten auch mit dem Pluszeichen, haben wir hier unten viel. Oh, die Farbe mag ich. Die mag ich sehr. So ein grün, türkis, orangener AB. Nochmal ein Rotton, auch sehr schön. Dunkles Rosa, so Rotrosa. Schwarz, 310 tatsächlich. 310. Steht das hier auch drauf eigentlich? Ja, steht auch drauf. Okay. 310, sehr schön, oder? Sieht wirklich wunderschön aus. Und ein, ich nenne das jetzt mal Altrosa. Passt zu meinem Pulli. Zu meiner Bluse hier. Strickbluse. Lustig. Ja, das sind die AB-Farben. Ach, hier, das Weiß habe ich natürlich noch vergessen. Genau, das ist auch noch ein AB-Ton. Und zwar ist das, steht ja drauf, ich bin auch blöd, gucke die ganze Zeit auf der Legende. Ja, 5200, genau. Das, was ich gerade hier in Nachtleuchtend gekauft habe. Wo ist mein Nachtleuchten? Hier. Genau. Habe ich jetzt nochmal als AB. So, 5200, wo haben wir es denn hier? Ach, hier ist die ganz letzte. So, das ist dieses Art Ad-Zeichen, das ist hier unten viel drin. Jetzt habe ich meinen Finger davor. Hier haben wir viel Weiß AB drin. 5200. Hier in dieser kleinen Knospeblüte. Hier ist ein bisschen, hier ist ein bisschen. Hier nicht, hier gar nicht. Aber hier in diesem Wassertropfen haben wir es ganz viel drin. Hier. Hier, überall. Überall kommt hier die 5200 AB rein. Sehr schön. Ich glaube, das wird super. Die nachtleuchtenden Steine baue ich hier allerdings nicht ein, weil wir haben ja hier schon viele ABs. So, was haben wir noch für Farben? Ja, eigentlich sieht man das auf dem Bild auch schon sehr schön. Hier orange, rot, rosa. Also es ist sehr farbenfroh. Das sieht man dann hier auch an den Steinen. Verschiedene Töne. Verschiedene Grüntöne. Gelb. Das ist 445. Das haben wir auch so viel. 165. Okay, ist ein anderes Gelb. Wobei das ja schon sehr
Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber irgendwie sehe ich hier, das hier wird wahrscheinlich ein bisschen dunkler sein, glaube ich. Aber so im Moment unter diesem Licht, unter meinen Lichtbedingungen hier, sehe ich hier tatsächlich keinen Unterschied mit Brille. Aber es sind zwei verschiedene DMC-Codes. 165 und 445. Hier hat sie auch nochmal TSS für Tini Schnickschnack, Abkürzung Bild 22. Haben wir das eigentlich hier auf der Leinwand draufstehen? Ja, haben wir. Und zwar hier oben. Da haben wir TSS 22 stehen. Nochmal ihr Tini Schnickschnack-Logo. Eckige Steine. Ah, hier ist das Maß übrigens. 50 mal 50. Genau. Hier haben wir auch noch ein paar Farben. Blautöne. Verschiedene Blautöne. So, jetzt habe ich noch mal anderes Licht angemacht. Das hier ist im Dunkelgrün. Ganz viele Grüntöne, Grautöne. Klassisches Braun für die Stängel wahrscheinlich. Nochmal grün, oliv, rosa. Okay, ein bisschen lila, grau-lila. Und hier haben wir so eine Neonfarben, ne? 3189, sieht aus wie Neongrün. Und nochmal so eine Art Hautton. So kann man es besser sehen. Das Licht der Kamera macht ja dann doch, verändert die Farbe sehr. Genau. Ja. So, wir haben hier einen Haufen von Steinen. Ja, das ist das Springmotiv mit dem Wassertropfen und dem Schmetterling. Das wird auch eines meiner nächsten Projekte werden, weil der Frühling ist ja da und was kann man besseres painten zum Frühling als ein Frühlingsbild. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt die Sonne, wenn ihr sie gerade habt, und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.